Ja, also. So, hallo und schönen guten Abend, guten Morgen, was auch immer. äh, Heute zu Nevermind. Ist ein Horror-Game, was sich sehr, wie ihr vorhin vielleicht gelesen habt, sonst könnt ihr nochmal zurückspulen, die Erklärung, die vorhin kam, was sich sehr mit der eigenen Psyche und so weiter beschäftigt, beziehungsweise mit der Psyche von anderen Menschen, dass wir praktisch in das Gehirn von anderen eindringen und die schlimmen Erinnerungen, die diese Personen dann hatten im Spiel, dass wir diese praktisch nochmal selbst erleben. Ja, Sound müsste etwas leiser, aber müsste an sich so passen. Ja, starten wir einfach mal. Nichts Sichtbares. Ja, passt auch so. Oh, so viele Dünser machen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß, viel Spaß dabei. Erschreckt euch nicht zu sehr. Und ja, schauen wir einfach mal. So, hier sind wir in einem neurologischen Institut. Welchen nehmen wir? Nehmen wir den mittleren. Hallo Doktor. Neuroprobe. Weiter. Ja, danke, dass ihr mich begrüßt. Danke, vielen Dank. Ja, hier wird jetzt nochmal erklärt, was da zu tun ist. Als Neuroprober tauchst du ins Unterbewusstsein unserer Patienten ein, um ihnen bei der Bewältigung von psychologischen Traumata zu helfen. Dies ist eine äußerst wichtige Arbeit, die ein großes Maß an Sicherheit und Diskretion erfordert. Wir werden jetzt deine Identität überprüfen. Ich habe die AGBs gelesen. Ja, Nachname. Müller, Meier, Schmidt. Keine Ahnung. Weiter. Fertig. Oh, okay. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ist auch für mich jetzt das erste Mal. Ich habe es nur einmal kurz als Let's Play von Kronk gesehen. Damals, als er es gestreamt hat. Ja. Wo muss ich jetzt reingucken? Hallo, Dr. Fabius Müller. Jo, klasse. Tag. Hallo. Wir wünschen einen schönen Tag. Weiter. Wo soll ich jetzt hin? Ja. Oh, die Maus reagiert auch recht empfindlich. Das ist cool. Was ist denn hier los? Fan. Kann ich die Empfindlichkeit an der Maus einstellen? Staff only. Klo. Geht nicht. Ei, Kugelschau, mein Büro. Ui, schön. Ich habe ein schönes Büro. Ein sehr schönes Büro. Oh, kaum. Das ist dasselbe.
Naja, was kann man hier machen? Kann man sich hier setzen? Okay. Heißt sich willkommen und so, er heißt mich willkommen. Ich will auch so coole LEDs an meiner Tür haben. Mit der Maussteuerung muss ich noch echt mal ein bisschen klarkommen. Das ist echt nicht so einfach. Was einstellen irgendwo? Ja, Maus finde ich wieder ein bisschen runterstellen. Dann ist es vielleicht nicht ganz. Ah, schon viel besser. Was ist das? Willkommen, Dr. Möller. Servus. Patient auswählen. Kann ich noch nicht. Intro-Simulation. Okay. Cool. Ey, so ein Büro mit Garten will ich auch. Was ist das? Coole Sache. Auf jeden Fall richtig nice. Wow. Die Intro-Sim ist eine simulierte Gedächtnislandschaft, die vom Neuros-Institut erschaffen wurde. Und Things have become almost unbearable for me. And for my family. Nothing has helped. I guess that's why I'm here. So, if I just talk about my troubles, you'll be able to use it later to help with the procedure? Seems hard to believe, but you're the experts. I think many of my issues started when I was young. So, why don't we start with my childhood days, yes? Okay, let's see. I was raised in a lovely cottage in rural Germany. We didn't have much, but my twin Ihr müsst sister, unten my lesen. father and I got by. There was actually a great famine for much of my early childhood, and often we went without food. I had many happy moments with my family, but the darkest times began when my father remarried. My stepmother always resented my sister and me. We didn't like her much either, to be honest. God, she was horrible. Sometimes she would take my sister and me out for long walks in the forest, and then she'd hurry home. My sister and I couldn't keep up, and we'd often get lost. We learned to leave a trail of whatever we could find on those walks to help us get home. I guess, in some ways, our stepmother helped us become resourceful like that. My sister is a real fighter. The kind of woman any girl or boy could look up to. She volunteers to work with various youth organizations now. Enough about her. Okay, what else? Maybe I should talk about my feelings, yes? You may find it hard to believe, but I've always struggled with various eating disorders and anxiety around food. Eating anything rich makes me feel scared and anxious. It's hard to describe. My sister has actually experienced similar issues, and it has worsened for us both as we've gotten older. That's not normal, now, is it? We've seen countless doctors about this in the past. They've determined So, that ich our glaube, issues ich may be überspringe das hier jetzt trauma-related. mal, damit wir mal loslegen können. Sonst werden die Videos ja noch länger. Welcome to Neuroprober training. Guten I am Tag. pleased to be your guide. Oben. When I'm speaking, you can always make a right-click motion to Oben. Grafik. skip this instruction. Whether you are Achte auf speaking with the alles. client directly or neuroprobing within their mind, it is always imperative to listen.
You'll find that every detail of the subconscious is trying. Some parts of the patient's Brot. memory may have become confused Ein or Schiff. corrupted by the conscious mind's attempts to reconcile or cover up the truth of what happened to them. However, if you look closely and carefully in the right while neural probing, you will encounter objects that look like photographs. This is how your consciousness interprets the concrete memory moments it finds within the client's psyche. Typically, there are about 10 of these memory photos found in each psyche. The mind can hold on to only so much. You'll find that half of these photos present an actual moment relating to the trauma. The other half tend to be false memories created by the client's conscious mind. It will ultimately be up to you to determine which are which. More on that later. So, mal kurz nochmal für schnell zu erklären. Wir werden im Laufe des Spiels bei jedem Patienten 10 Fotos finden. 5 von diesen Fotos gehören zu dieser traumatischen Erinnerung und die anderen 5 sind einfach so random dabei, die der Patient selbst dabei erfunden hat. Ja. Und When you acknowledge a memory photo, it will surface more prominently in the client's psyche, and at that point can be found in a safe area of the mind, often where you begin within the client's mind. When you have found all 10 photos, you must put 5 of the memories that actually represent the trauma in the proper order. Doing so will, at last, fully release the memory to the client's conscious mind. Often he or she will experience a breakthrough at this moment. That breakthrough is what every neural prober lives for and is the key to the client finally being able to work towards true recovery. ja, das wurde ich eben schon gesagt. The most Fotoerinnerungen finden. important thing you do as a neural prober is find and acknowledge these photos. Wie kann man However, das jetzt drehen? this is easier said than done. While some photos are freely available in the subconscious, others are buried deeply within and will need to be coaxed out. Dear Brad, go away, love, your stepmom. Gibt's da noch Fotos? So, ne? Das sind wir auch. Interacting with one part of the mind can sometimes open up new areas of the psyche. Some things, like these doors, can change their state in response to actions taken elsewhere. Och, nö. Ach Quatsch, weil hier. Da haben wir sicher hin. Die sind Brot. Was ist das? Steine? Ja, auf jeden Fall schon mal ein Bild. My sisters saved me from becoming dinner. Man sollte noch nur eins von beiden Sprachen lesen. Ist einfacher. The subconscious doesn't take kindly to intruders and will take every opportunity to feed off of any sensations of anxiety or tension you offer to it. If you can, try to stay calm and peaceful, even in the face of terror. If you can calm yourself, you'll find the subconscious will calm itself too. So, das heißt, auch wenn, oder wir bekamen gerade gesagt, dass selbst im Angesicht von irgendwelchen bösen, schwierigen, hässlichen, erschreckenden Sachen, keine Ahnung, wir auf jeden Fall ruhig bleiben sollen. Es gibt auch, soweit ich weiß, jetzt keine Garantie dafür. Kronk hatte mal gesagt, dass es noch irgendwie so ein komisches Band, so ein Gimmick dazu gäbe, was man sich umschneiden könnte, dass dann praktisch merkt, wenn wir Angst haben, dass dieses Spiel dann noch schlimmer wird. Also anstelle, dass es sich dann bessert, wenn wir Angst haben, wird es noch schlimmer. Aber keine Ahnung, ob man das jetzt irgendwie aufzeichnen kann oder so. Weiß nicht. Ich filme bewusst ohne Kamera, weil es würde das Ganze irgendwie
nicht glaubhaft rüberbringen lassen, wenn dann auch irgendwo in irgendeiner Ecke mein Bild praktisch wäre, wo dann es einfach mal irgendwie 10 Stufen heller wäre und einfach nur dann ganz erblendend ist. Here is an example of an especially varied memory. Some details of a given trauma can be especially tenacious, but by gently and cleverly listening to the clues the mind gives you, you will find all you need to work through it. Just think of it as a puzzle for you to solve. When you focus on these puzzles, make a right-click motion if you need to break your concentration. So, hier muss ich jetzt puzzeln. Ist das rot oder ist das rot? Ah, die muss man also füttern. Ja, weiß in weiß, blau, blau, rot in rot. Dann kann ich auch da hinten dieses Foto nehmen. The birds would never sing for us. Okay, cool. Und nun? Kann ich jetzt wieder nach Hause gehen oder wie? Ja! Geht's nicht nach Hause? Regenwald? Von da kam er sich eigentlich schon im Kreis gelaufen. Na klasse. Was denn das? Kleine Kinder. Baby. Fängt es schon gut an, so in den ersten 12 Minuten. Ich will ja nicht durch. Liegen überall Kinder. Und Ach du Kacke. Da hinten ist da muss. Hilfe. Da ist ein Bild, 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 da ist ein Bild. A terrible fire burned our home down. Okay. Coole Sache. Mal nicht so durchspulen. While neuroprobing, your consciousness is lost deep inside the subconscious mind of the client. While this is a journey that you must make alone, we at the Neurostalgia Institute take the safety of our neuroprobers very seriously. If you need to access any of your neuroprober tools or pull your consciousness free, press your finger where an escape key might be. This will bring up your neuroprober tools, and you can proceed as needed from there. Also, wenn du eine Pause brauchst, einfach Escape drücken. Escape. Und hier war ich doch. Und jetzt? Wir sind überall, aber so, ist das. Hier war ich doch eben schon. Hm? Ach, doof alles. Ja, cool. Da habe ich schon mal 5 Bilder. Hihi. Und da ist, glaube ich, eine neue Tür aufgegangen. Ja, später. Jetzt noch nicht. Kann ich auch irgendwie sprinten, sich ducken, springen oder so? Wow. Ruhig Do you bleiben. remember when I mentioned that the client's subconsciousness can feed off of your fear? Some especially vulnerable areas can be very sensitive and dangerous. When you place your consciousness in another's subconsciousness, there is a risk of you getting hurt, of the pain and turmoil of the client's subconscious drawing your own mind into its agony. You must be brave in these areas despite the risk. You must stay calm. Should you let your fears get the best of you, it will be incredibly difficult to proceed unharmed. Okay, also wir sollten auf jeden Fall ruhig bleiben, egal was passiert. Die kann ich dir vielleicht sagen als Computerstimme. Ich gehe mal da lang. Warum leuchten die Pflanzen? Krass.
ne? So, wow, da ist was. You Ein can even Objekt pick up and walk around with some objects. To do Okay. so, interact with it and then start walking while holding on to it. Das heißt, ich muss die Eule füttern. Cool. Hab die Eule gefüttert. Moment. Die war eben noch nicht da. Das ist cool, dass sich das Spiel auf jeden Fall verändert. Richtig geil. Warum? Warum steht da so was ohne Kopf? Ein Schaf oder sowas. Geht's hier weiter? Aber der nicht. Die Musik ist schrecklich. Schaukelpferd. Ich hätte links gehen sollen, ich hätte links gehen sollen. Ich Klavier spielen. Coole Sache. Bringt mich aber im Moment nicht wirklich weiter. Dann kam ich doch gerade eben erst her. Also geht es jetzt mal links. Wo war denn links? Hier war links. Ich glaube, wie lange kann ich nie wieder in den Wald alleine gehen. Muss ich den Hasen füttern. Yeah, Hasen füttern. Hä? Hä? Der wird mich doch verarschen. Da! Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Was? Schon wieder? Wo ist Lars Eichhörnchen? Eichhörnchen. Eichhörnchen? Wie soll man? Warum ist jetzt Winter? Schneit. Schneit und es ist Winter. Coole Sache. Na los. Schnell rein. Weg. Schnell weg. Hier fehlt schon mal den Hase, den ich eben gefüttert habe, den Kopf. Da ist noch so ein Käfig. Was denn hier? Muss ich irgendwas füttern. Wann ist denn ein Froschbrot? Ist kein Winter mehr. Jetzt schon mal ein Ofen. Ein Ofen. Naja, ich werde es nicht verstehen. Ich will es, oh Gott, nicht verstehen. Und dann wird egal, wie ich links oder rechts gehe. Ich gehe länger. Ach schon gut, da ist ein Foto. The house was a trap. Children would be cooked and eaten there. Kinder wurden da gegessen und gekocht. Also erst gekocht, dann gegessen. Hilfe? Ist doch das Spiel gefallen? Ja, ich probiere es besser nicht aus. Das ist geil, die bewegt sich sogar. Also ein Lob an die Spieleentwickler. Was das angeht, ist auf jeden Fall richtig cool gemacht. Was Bild? She would take us to the forest to die, but we would leave the trail to find our way back home. One time we got very lost. Lost. Oh. Ja.
Ist das geil. Und jetzt? Bild gefunden. Wo sehe ich das? Oh. Ah, da vorne ist so ein Schildchen. Die Schilder sind gut. Dann weiß ich, wo ich hin muss. When your consciousness is in another's subconsciousness, your psyches will inevitably intermingle. Just as the client's mind can affect you, you will see parts of yourself reflected in the mind of the client. Tread lightly and tread carefully. Ja. Vorsichtig. Immer. Da geht's nicht durch. Ja, das ist eklig. Das ist wirklich voll eklig. Alter, bewegt sich. Ah. Und jetzt? Ich will ja nicht durch. Ich laufe einfach nur den Weg hier entlang, wo ich denke, dass wir irgendwo rauskommen können. Alter. Guckt euch das mal bitte an. Ich hasse Spinnen. At Neurostalgia, we take great measures to ensure our neuroprober's safety as best we can. However, you are about to proceed through a highly dangerous area that you must face alone. If the client's subconscious becomes too volatile, you will be automatically removed from this area of the mind and taken to a safer area of the mind. Use this as an opportunity to collect yourself. When you're ready, you will be able to easily return to where you left off to battle the darkness and chaos that has taken root in the client's subconscious. Sieht auf jeden Fall aus wie dieses Knusperhäuschen da von Hänsel und Gretel, aber generell diese ganze Story spielt auch, glaube ich, habt ihr mittlerweile auch gemerkt, ein bisschen darauf aus. Ich wurde im Schlaf von einem Tier gebissen. Lecker. Cookies. Ich will da nicht rein. Oben. Ich glaube, ich werde nie wieder Zuckerstangen essen. Was? Eins. Gibt es dann irgendwie so ein Muster, wie ich dann durchkomme? Huch! Und jetzt? Ich will da wieder zurück, ich will weitermachen. Man kann also sterben. Das ist gut. Ich will da jetzt weitermachen. So. Ja, wie komme ich denn da durch? Bin da. Foto gefunden. Doch kein Foto gefunden. Nein! Jetzt, Ofen. Alter, das ist krank. Ah! Alter, was ist denn da los? Hilfe. Alter. Was? So kriege ich jetzt dieses Bild? Da liegt noch ein Bild. Aber das war mein schlimmster Geburtstag. Ja.
Cool. Da ist das Eichhörnchen, was wir gefüttert haben. Da ist das Kaninchen, was wir gefüttert haben. Fahr weiter, schneller. Da ist die Eule, die wir gefüttert haben. Dann dürfte da der Frosch sein, den wir gefüttert haben. Ja. Nee, was ich eben zu sagen wollte zu diesem, wo wir da in Anführungszeichen gestorben sind, das war das, wo der Computer auch eben gemeint hat, dass wenn es zu brenzlig wird, dass wir dann an sich auch zurückgeschickt werden. Deswegen sind wir auch wieder da vorne rausgekommen. Wir haben uns verlaufen, aber wir fanden ein nett aussehendes Haus. Cool, ich mag Klavier spielen. Es hängt. Warum hängt's? Ja, ich kann auch Klavier spielen. So, 10 Bilder gefunden. Jetzt gehen wir die Bilder sortieren, die irgendwie annähernd dazu passen könnten. Ja. Teil 2 weiter. Erstmal Bilder sortieren. Was ist das? Wird oft nie übersetzt. Na. Es kommt irgendwo auf jeden Fall. So. Ich gehe mal davon aus, wo sind. Was mit der. Ah. Da. Das kommt auf jeden Fall dahin und dann das dahin, aber was kommt in die Mitte? Ich glaube so. Ja. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr habt dann noch Bock auf mehr. Oh my God. It's all rushing back to me. It's so awful and I don't want to remember, but yes, I now know the face of my demon. My sister and we were taken out into the woods by my stepmother for one of her nighttime walks. We'd usually find our way back by leaving a trail of whatever we could grab before the walk. Marbles, pieces of paper, even pebbles. However, one night, she took us deep, deep into the woods. We brought some bread to leave a trail of crumbs, but all the forest creatures must have eaten them. Ja, jetzt wird am Ende nochmal So lost. die ganze Story oder die ganze Erinnerung praktisch nochmal durchgespielt, aber wer das Märchen von Hänsel und Gretel kennt, für den dürfte es ja nichts Neues sein. So, dann bin ich mal gespannt, was die nächsten Patienten so zu bieten haben. Bis zum nächsten Mal.